Ja, moin moin, nächste Folge zu Besuch. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir im hohen Norden an der Nordsee. Und ja, ist jetzt der Abend davor und morgen werden wir uns dann einen Engländer anschauen mit einem schönen V8-Motor drin. Das Leder braucht ein bisschen Zuneigung und ja, genießt schon mal die Bilder, die Bodo noch gemacht hat, als es hell war. Und dann sehen wir uns gleich an dem nächsten Fahrzeug. Moin Moin, diesmal darf ich das auch sagen, beziehungsweise ich glaube, man sagt hier in der Ecke nur Moin. Werden wir gleich mal unseren Gastgeber Michael fragen. Michael, vielen, vielen Dank, dass du dich beworben hast. Und ja, wir sind hier in Ostfriesland. Bodo hat ja ein paar Bilder, habt ihr am Entrö gesehen. Sehr, sehr schön. Wir haben in der Nähe vom Hafen übernachtet, konnten ein bisschen Nordseeluft schnuppern, hatten gestern Krabben auch zum Abendessen und ja, du hast ein nicht alltägliches Auto, muss man sagen. Aber kurz zu deiner Person. Du handelst nicht oder arbeitest nicht mit Autos, sondern du hast einen normalen Job in Anführungsstrichen. Ja. Und sag mal ganz kurz, wie kommt es zu diesem Auto? Warum ein Jensen? Das liegt einfach daran, ich wollte etwas Besonderes. Ich wollte mir für mich was kaufen. Neue, moderne Autos hat man schon gefahren, kennt man, kann sich auch jeder kaufen. Also wollte ich etwas haben, nicht um aufzufallen, aber um exklusiver zu sein. Und dadurch, dass ich so ein paar Filme Fast and Furious kenne und das Auto mal gesehen habe, habe ich mich gleich für das Auto interessiert und habe dann versucht, eins zu finden. Hat dann etwas gedauert und bin dann in Schweden fündig geworden, einen nicht restaurierten Jensen Interceptor zu bekommen, der auch noch so ein paar kleine Goodies hat, wie den speziellen 6,3 Liter Motor, der eigentlich in diesem MK3, was die Version ist, nicht mehr existiert, sondern eigentlich ein 7,2er gewesen ist. Aber der hat noch einen drin, weil es einer der ersten war, die rausgegangen sind. Als Linkslenker, weil wir uns ja in Deutschland befinden und das dann angenehmer ist zu fahren. Ja, und dann bin ich da, irgendwann mal habe ich ihn gefunden und das Wichtigste war für mich, ich musste erstmal einmal Probe sitzen, damit ich gucke. Da wollte ich auch mal drauf. Also du bist ja größer als der durchschnittliche Deutsche. Ja. Und deshalb ist es dann, wenn man ein Auto haben möchte, was seltener ist oder eine gewisse Besonderheit hat, dann sagtest du schon, dann wird es langsam eng, so von der Fahrzeugauswahl. Und dann warst du ganz froh, dass es hier ein Fahrzeug gibt, was dir optisch ja gefällt. Mir übrigens auch sehr, sehr gut, sehr abgefahren. Und wo du aber auch mit deinen 2 Meter plus reinpasst. Ne? Genau, die Auswahl ist tatsächlich begrenzt, gerade bei den alten Autos. Sie sind alle deutlich kleiner gebaut wie heutzutage. Ja. Und wo ich das erste Mal Platz genommen habe, war ich doch sehr, sehr positiv überrascht, wie viel Platz in so einem alten Auto sein kann. Und ja, da war es dann eigentlich auch schon passiert. Es passte. Man hat sich dafür entschieden und dann wurde es meiner. Ja. Und hast du den dann also der war mal in Schweden, hast du den dann aus Schweden geholt? Oder wie? Nein, das Auto ist ein originales, also das ist nach Amerika ausgeliefert worden, von England damals. Okay, also in England gebaut, USA ausgeliefert. Richtig. Und hat dann sein Leben in der USA begonnen. Genau, bis vor, ich glaube, 4 Jahren. Und dann hat den ein Schwede über eine Anzeige, ich glaube, bei eBay sogar gekauft. Ja. Hat den importiert nach Schweden, 2 Jahre lang gefahren und er selber hat dann zu mir mal gesagt, ich fahre die Autos nur 2 Jahre und dann muss ich wieder was anderes, dann kriege ich was anderes in den Kopf und dann muss ich was anderes umsetzen. Und
der hat mir den dann verkauft. Hat sich über 1,5 Jahre fast hingezogen, bis ich ihn gekriegt habe, weil ich immer noch einen Termin suchen musste. Wir hatten ja mit Corona leider Gottes so ein bisschen Hindernisse dabei. Man kann nicht überall hin, man kann nicht jederzeit irgendwas besuchen gehen. Ja, genau, ist alles schwieriger geworden. Genau, und er hatte das Auto bei einer Werkstatt untergebracht, wo er sich auch ein neues Auto hat restaurieren lassen. Da bin ich dann hingefahren und habe dann Probe gesessen. Und dort habe ich auch die Entscheidung getroffen, ich will ihn halten. Ja. Ja, und wir haben ihn ja auch angemacht, ne? Sofort angesprungen. Ja. Und da hört man, was für ein schöner Motor da eigentlich drin ist. Wobei du gesagt hast, dass dieser Motor sehr häufig gebaut wurde, ne? Also das ist nicht nur in diesem Fahrzeug drin, sondern mehrere Modelle, Fabrikate haben diesen V8, ne? Typischer V8-Motor aus den Staaten. Ganz was Gängiges, nichts Besonderes, Massenproduktion, das heißt Ersatzteillage, überhaupt gar kein Problem. Für den Motor kriege ich alles, was ich will. Und ja, bewährte Technik. Bewährte Technik, ja. Und jetzt weiß ich es ja schon, aber du hast wirklich ein Faible für ältere Autos, für besondere Autos. Du hast ja noch so ein bisschen... Also wir werden uns heute hier um dieses Fahrzeug kümmern in erster Linie. Ich werde ein bisschen was über die Innenausstattung sagen, was man machen kann, was man nicht machen kann. Wir werden den, anders als in den Folgen zuvor, nicht schon fix und fertig machen können, sondern ich werde ein bisschen erzählen müssen, was man machen kann. Ich werde auch ein bisschen trotzdem was zeigen. Aber der muss dann nochmal, der ist gut vom Zustand her, seht ihr gleich, aber ich werde nicht alles machen können heute, sondern das aber haben wir ja schon besprochen. Ja. Der muss noch mal zum Sattler, da muss Schaum rein und so weiter. Aber das machen wir gleich, wenn ich am Interieur dran bin. Aber du hast noch 2, 3 andere Autos, die ähnlich selten sind. Und also das ist schon so, wo du mal einen Fokus drauf legst, ne? Ja, also es ist für mich einfach so, diese Raritäten müssen geschützt werden. Das ist für mich auch wichtig. Großserientechnik, Massenproduktion ist nicht wirklich relevant. Diese Autos verschwinden irgendwann mal vom Markt und sind einfach weg. Und man kann nur noch auf Bildern gucken. Und für mich ist es halt wichtig, dass man etwas hat, was man auch wieder anfassen kann. Und es gibt wunderschöne designte Autos aus den 70ern und 80ern, die man eigentlich nicht mehr sieht, weil sie schon fast zu schade sind, weil sie zu selten werden. Ja, genau. Also wir durften einmal so ein Bild von oben machen von den Fahrzeugen, die hier noch sind. Das schneidet jetzt Stefan mal mit rein, dann habt ihr mal so ein bisschen eine Idee. Sehr, sehr schön. Ich gucke immer so darüber, weil die da drüben stehen. Auf jeden Fall, ja, finde ich cool, finde ich ein schönes Anliegen auch. Also dass man sagt, ja, das ist was Besonderes und dann hole ich mir das und kümmere mich darum. Okay, so wir werden mal ein paar Bilder einfangen von dem Fahrzeug und dann treffen wir uns gleich mal im Innenraum. Dann besprechen wir, was heute machbar ist und was man vielleicht noch in der Zukunft machen muss und wie man da weiter mit umgeht. Bis gleich. So, jetzt endlich im Interieur, innen drin. Ja, er hat schon mal ein Lenkrad gekriegt. Da war vorher ein anderes Lenkrad drin. Das hat Bodo bestimmt mal fotografiert. Das sieht aber einfach ein bisschen sportlicher aus. Das ist in einem sehr, sehr guten Zustand, also neu. Und hier kann man höchstens noch mal eine Versiegelung auftragen. Wenn man ein bisschen mehr Glanzgrad haben möchte, dann kann man Elephant auftragen. Oder eben noch mal mit einem Topcoat Glanz drüber gehen, auch um das dann ein bisschen glänzender zu bekommen. Für meinen Geschmack könnte es ein bisschen glänzender sein, aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Ansonsten vom Interieur, einmal muss man sagen, Connolly-Leder ist hier drin. Ein Grund mehr aus meiner Sicht, sich da zu bemühen, das gut aufrecht zu erhalten. Wir werden aber unten auch in der Videobeschreibung einmal verlinken. Man kann Connolly-Leder wieder bekommen. Herr Connolly Junior hat das wieder zum Leben erweckt. Das packe ich unten mal rein. Ich weiß aber nicht, wie gut man da dann versorgt wird und wie man in Deutschland versorgt wird oder so. Da müsstet ihr dann noch mal gucken, beziehungsweise ich kann ihn mal fragen. Ich habe ihn in Paris jetzt schon zweimal auf der Oldtimer-Messe getroffen und so bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es das wieder gibt. Genau. Also Connolly-Leder hier drin in einem sehr guten Zustand, muss man sagen. Vom Leder her, was sehr beeindruckend ist aus meiner Sicht, ist das, also alles, was wie Leder aussieht, hier ist auch Leder. Hier ist gar kein Kunstleder-Mix oder sonst irgendwas. Also Armaturenbrett
außen vor. Das ist ein Kunststoff hier, aber alles andere ist ja wirklich Leder. Die komplette Türverkleidung, alles ist hier mit Connolly-Leder bezogen worden. Das ist sensationell. Auch die Verkleidung von den Schnallen für die Anschnallgurte ist mit Leder gemacht worden hier. Die Klappe ist hier aus Leder. Hier unten ist nochmal ein Lederriemen mit drin und. Super, super geil. Hier ist ein bisschen von der Sonne das Ganze ausgetrocknet, schon ein bisschen hart geworden. Kleine Risse. Hier würde ich einmal mit Altleder Softener bzw. Liquor Oil deshalb oder Rückfetter auf Deutsch, weil wir das ja dann auch färben wollen. Ja. Ich hatte schon eingehend gesagt, ich werde nicht die Sitze, in dem Fall hier wird kein richtiges Vorher-Nachher geben, leider, weil gibt zwei Dinge, die noch gemacht werden müssen bei den Sitzen, die ich hier jetzt nicht machen kann. Und zwar ist das einmal neue Gurtungen muss hier unten rein. Die sind durchgesessen, die sind durch. Hat der Michael schon besorgt. Und was noch neu muss, ist der Sitzschaum. Hat Michael auch schon besorgt. Der muss da rein. Das könnte man vielleicht sogar noch hier vor Ort machen. Was ich aber nicht machen kann, ist die offene Naht. Da und auch am Beifahrersitz sind die Nähte aufgegangen und das macht einfach Sinn, das einmal den Bezug runterzuholen und die dann neu zu vernähen. Ja, wie das so ist, im echten Leben ändern sich die Dinge manchmal und wir haben uns entschieden, und du machst es mit, da freuen wir uns drüber, Michael, dass wir die Sitze mitnehmen. Ne? Ich habe ja einmal gezeigt, dass die Nähte offen sind, dass neuer Schaum rein muss, neue Gurtungen rein. Dann hatten wir überlegt, wen können wir da beauftragen oder wie auch immer. Und das ist in so gutem Zustand, das sieht alles so gut aus. Wir wollen hier bei der Zu-Besuch-Serie auch zeigen, was machbar ist, was man so machen kann. Und deshalb haben wir gesagt, eigentlich, klar kann man jetzt hier so ein 50-50 machen. Ich habe auch einen Kratzer weggemacht, das seht ihr dann in den Bildern. Aber dass man auch eine ganze Menge selber machen kann. Aber es muss halt einmal der neue Schaum rein, ne? Der ist da, die Gurtung unten drunter auch. Die Nähte müssen einmal zugenäht werden. Man kann das per Hand zunähen, wenn man sehr viel Zeit und Muße hat. Aber der Bezug muss eh runter und dann kann man ihn auch zunähen. Also das ist eigentlich vergebene Liebesmühe, wenn man da jetzt eine Handnaht macht, sich da 4-5 Stunden hinsetzt, kaputte Finger hat. Und der Bezug muss eh runter mit dem Schaum. Also haben wir gesagt, wir nehmen die Sitze mit. Deshalb gibt es jetzt hier einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns dann im Lederzentrum wieder. Da nehmen wir die Sitze mit hin. Dann nehmen wir den Bezug einmal runter, machen die ganzen Schritte, färben die ein und dann kommen wir nochmal wieder. Ja. Und dann gibt es erst das Fazit. Also Halbzeit jetzt ungefähr. Erstmal vielen Dank für heute, Michael. Gerne. Ich bin immer noch ein bisschen beeindruckt von diesem Kassettenradio, was ich vorher gar nicht kannte. Wo ich da gerade so drauf gucke, ist sehr geil. Nein, also Schnitt geht weiter. Ja, aber bevor Michael die ausbauen darf, die Sitze, werden wir einmal alles komplett reinigen, dass wir auch noch die Möglichkeit haben, da schon mal Altleder Softener oder Liquor Oil aufzutragen, damit die harten Stellen schon mal wieder weich werden können. Und ja, Lederreiniger mild mit einer Bürste nehme ich hier, weil es nicht so super verschmutzt ist und Rot neigt immer ein bisschen zum Abfärben und mit Lederreiniger stark würde man da unnötig viel runterholen, wenn es nicht super schmutzig ist, was hier nicht der Fall ist. Und dann ist man da mit Lederreiniger mild besser dabei. Ein paar Stellen habe ich auch abgeklebt, das macht auch manchmal Sinn, wenn man da eben nicht mit dem Reiniger rüber möchte und dann geht das so weiter. Ja, auch hinten natürlich einmal alles reinigen. Wie gesagt, das alles, was hier mit irgendetwas bezogen ist, ist eben aus Leder. Und jetzt darf Michael ran einmal ausbauen. Er ist aber ein bisschen ein Problem, ist ein Engländer, alles in Zoll. Aber ja, in der großen Werkzeugkiste dann doch gefunden, was da reingehört. Ruckzuck im Lederzentrum und nicht nur das, dass wir jetzt hier im Lederzentrum sind, sondern wir haben auch schon Heiko da gehabt, beziehungsweise die Sitze waren auch schon bei Heiko, bei unserem Sattler. Er hat schon den Schaum eingebaut, den wir von Michael mitbekommen hat. Er hat die offenen Nähte zugenäht, das hat er auch schon gemacht. Hier oben haben wir den
Klettverschluss einmal angepasst, dass die Kopfstützen aus Stoff, die da einen besseren Sitzkomfort bieten, besser dran haben. Meine Frau hat hier schon hinterklebt und mit Filler vorgearbeitet, weil das ein bisschen länger dauert zum Trocknen. Bodo und ich, wir waren bei 2 anderen Zubesuchterminen zwischenzeitlich. Und heute werden wir sie fertig machen und dann wieder in den Norden hochfahren, an die Nordsee, zu Michael sie wieder einbauen. Und ihr seht jetzt gleich im Zeitraffer, was wir machen. Ganz grob vorab, reinigen, alle rauen Stellen glatt schleifen, Trockenbrüche mit Filler füllen. Wir nehmen weißen Filler, machen ein bisschen Farbe mit rein, damit er eben gleich schon farblich ein bisschen besser passt. Dann werden wir grundieren, Farbe, Topcoat, zwischendurch schleifen, zwischendurch ein bisschen anpassen. Und dann werden wir morgen, wenn wir sie einbauen bei Michael, werden wir sie nochmal mit Elephant einpflegen. Und dann hoffen wir, einen glücklichen Michael zu haben mit 9 Sitzen in seinem schönen... Ja, wir hatten ja schon mal im Auto gereinigt. Nichtsdestotrotz mache ich hier nochmal eine komplette Reinigung. Man kommt jetzt halt überall besser auch dran nochmal und wir wollen einfach sicher gehen, dass da auch alles an Schmutz runter ist, was runter soll. Wir nehmen wieder Lederreiniger mild und eine Bürste und fange halt von unten an und arbeite mich dann langsam nach oben. Ja, Fläche für Fläche, alles schön abreiben und dann alle rauen Stellen glatt schleifen. Beziehungsweise hier bin ich im Prinzip eigentlich über die gesamte Fläche einmal rübergegangen, habe alles abgeschliffen und teste dann auch immer mit der Hand nochmal hinterher, ob das weich geworden ist oder wie auch immer. Genau, jetzt mit Lösemittelreiniger, entstauben und entfetten. Lösemittelreiniger hat eben auch eine entfettende Wirkung, aber es hat noch eine andere Wirkung, und zwar holt es alten Topcoat runter. Und wir wollen hier ja eine schöne, gute Verbindung haben, dass es da viele Jahre wieder gut hält. Und deshalb gehen wir einmal mit Lösemittelreiniger rüber und holen da den Staub runter. Genau. Jetzt alle Trockenbrüche mit Filler auffüllen. Wie gesagt, das ist Filler weiß mit roter Farbe eingefärbt, damit das nachher nicht so durchstrahlt. Und erstmal die Trockenbrüche füllen. Damit, ihr seht schon, da gehe ich auch ein bisschen großflächiger vor. Wir haben 20 ml verbraucht, also eine 20 ml Tube und eine 7 ml Tube für den gesamten Sitz, genau. Wenn es dann einmal gefüllt ist, schon so ein bisschen angetrocknet ist, dann bietet sich das an, dass man nochmal Filler tupfenderweise aufträgt. Das gibt einfach eine schönere Struktur. Wenn man dann beim Tupfen wieder ein bisschen was rausholt, dann muss man halt nochmal hinterher mit dem Spachtel oder das auch nochmal mit dem Schwamm reinfüllen, ein bisschen nachtupfen, filigranere Stellen vielleicht nochmal mit dem Pinsel nacharbeiten und dann ja, tupfen wir uns da einmal so durch. Genau. Dann Filler trocknen lassen und dann 4000er Schleifbett nehmen und mit GLD einmal alles glatt schleifen. Das funktioniert ganz gut und dann habe ich schon einmal Grundierung aufgesprüht, das haben wir allerdings vergessen zu filmen und dann geht es jetzt hier schon direkt ans Färben weiter. Meine Corona-Frisur hat mich motiviert, mal eine Mütze aufzusetzen, dass die Haare nicht immer runterfallen. Ja, für meine Kollegen ganz ungewohnt, ein paar haben mich gar nicht erkannt, aber das gehört auch dazu. Genau, also jetzt flächig überall dünne Schicht Lederfarbe, nachdem auch einmal Grundierung vorher drauf war. Grundierung habe ich trocken geföhnt und jetzt Lederfarbe. Wir haben da eine gute Absauge mit einer Luftzufuhr. Deshalb kann man da ganz entspannt und arbeiten. In der Werkstatt ist natürlich immer schön. Und dann gibt es jetzt den berühmt-berüchtigten Zwischenschliff, den ich immer wieder empfehle. Das macht einfach Sinn, um Übergänge sauberer zu kriegen, um raue Stellen nochmal glatt zu kriegen und da einfach ein bisschen besser zu arbeiten. Genau. Mit Lederreinigungsbenzin entfetten und die zweite Farbschicht auch hinten nicht vergessen. Das muss mit eingefärbt werden. Und ja, wenn man das gemacht hat, das Ergebnis sieht gut aus. Manchmal muss man auch 2-3 Mal einen Zwischenschliff machen, dann den Topcoat. Hier nehme ich Automöbel
plus 20% Glanz, weil wir ein bisschen glänzender haben wollen. Also Topcoat Automöbel plus 20% Glanz und 2% Vernetzer. Und ganz zum Schluss, beziehungsweise ganz zum Schluss kommt Elephant, aber jetzt kommt dann nochmal mit dem 4000er Polierpad alle rauen Stellen, die eventuell da sind, Sprühnebel etc. einmal glatt polieren. Ja, jetzt sind wir wieder in Ostfriesland, Michael. Ja. Zweiter Termin. Ne? Genau, wir haben ja letztes Mal spontan entschieden, die Sitze mitzunehmen, neuen Schaum reinzumachen, die Nähte vor allem zuzunähen, weil das war doch ein bisschen zu viel für eine Handnaht. Und das haben wir alles erledigt und jetzt haben wir sie auch dann restauriert, ein paar Trockenbrüche weggemacht, weich gemacht, eingefärbt und bevor wir sie einbauen, passt? Ein Traum. Also kann man sich eigentlich nicht besser vorstellen. Das ist noch ein bisschen Patina, so wie ich es mir gewünscht habe. Es sollte noch diesen alten Charme haben. Das hat es definitiv, sitzt sich ganz anders und ist von der Optik her einfach wunderbar. Also für mich, aus meiner Sicht, einfach perfektes Ergebnis. Ja, super. Das war das Ziel, das war die Hoffnung, dass uns das gelingt. Und was jetzt halt ist, natürlich, wenn der Bezug runter war und überarbeitet worden ist, dann ist das alles noch so optisch relativ stramm. So, das ist, wenn man da 2-3 Mal drin gesessen hat, dann wird das noch ein bisschen mehr sogar passen. Genau. Wir bauen die jetzt ein. Und dann einen Tag später, also wir haben die gestern eingefärbt, dann einen Tag später sollte man nochmal Elephant drauf machen. Das machen wir dann gleich im eingebauten Zustand, weil dann brauchen wir jetzt nicht, das zieht ja nicht sofort ein, sonst haben wir das Elephant die ganze Zeit in der Hand beim Einbauen. Und genau, dann gibt es gleich nochmal ein Schlusswort. Ja, 4000er habe ich schon gemacht in der Werkstatt. Jetzt nochmal Elephant drauf, auch die hinteren Sitze und alle anderen Lederflächen nochmal mit Elephant eingepflegt. Ich habe zwar beim letzten Mal das schon gemacht, aber nach einer Woche ist das doch ganz gut eingezogen und das kann man dann ruhig nochmal wiederholen. Man spürt das, wenn das Leder das nicht mehr aufnimmt, dann braucht man kein Elephant mehr, aber solange das Leder das aufnimmt, macht es durchaus Sinn. Ja, ich wollte noch bei dem Jensen die Chance nutzen, über das Vinyldach zu sprechen, weil er halt ein Vinyldach hat. Reinigung, Pflege, Schutz, das ist immer wieder ein Thema, wo wir darauf angesprochen werden. Und ein Vinyldach sollte man mit Lederreiniger mild oder stark reinigen. Man kann es auch mit dem Textilreiniger reinigen, das geht sehr gut. Ja, ist kein Textil, aber der Textilreiniger ist pH-Wert. Kein Seifen, also ist kein seifenhaltiger, ist auf Pflanzenbasis, also auch ein Reiniger, der sehr gut dafür geeignet ist. Aber ansonsten Lederreiniger mild oder stark oder eben der Kunststoffreiniger natürlich, den wir haben, den Kunstlederreiniger, mit dem kann man hier auch rübergehen. Also da ist man relativ frei. Man sollte nicht mit alkalischen Reinigern arbeiten. Also wenn man sich für irgendeinen anderen Reiniger entscheidet, dann sollte man nicht so alkalisch sein. Also das sollte ein pH-neutral oder tendenziell saurer Reiniger sein. Und nicht zu viel Seife. Ja, nächste Geschichte, Pflege. Es braucht keine richtige Pflege, es gibt spezielle Vinylpflege. Die ist aber in der Regel zu heftig, die ist eher so für Fußböden gedacht. Hier reicht es tatsächlich aus, Kunstlederprotektor, den wir im Programm haben, den hier einmal aufzutragen nach der Reinigung und dann eben je nach Bedarf. Also halbjährlich sollte man so ein Dach einmal reinigen und pflegen, so wie das auch mit Leder oder anderen Kunststoffteilen im Auto der Fall ist. Und wenn man das Fahrzeug halt regelmäßig fährt, dann sollte man nach jedem Waschen die Pflege wieder auftragen. Mehr ist nicht zu machen und dann sieht das nach 50 Jahren immer noch so aus, wie es hier aussieht. Und wird auch noch mal 50 Jahre halten. Sitze wieder drin. Ne? Wir haben auch gerade schon mal, oder ich habe schon mal Probe gesessen, du glaube ich noch nicht. Nee, ne? Noch nicht. Nee. Ja, das ist sehr, sehr bequem, muss ich sagen. Also ernsthaft wirklich sehr bequem. Das ist ja ein sportliches Fahrzeug, wo du sagst dann gerade nächsten Tourer, aber weil ich gesagt hatte Sportwagen, aber trotzdem, also V8. 6,3 Liter. 6,3 Liter, ein paar PS sind auch noch dabei. Also das ist schon ein sehr sportliches Fahrzeug, außer Frage. Ja, sind wieder drin. Vielen Dank, dass du dich beworben hast. Ein Jensen war natürlich ein Knaller, muss ich sagen.
Du bist auch ein Knaller im positiven Sinne, wenn ich das so sagen darf. Und am Anfang hatte ich ja gefragt, moin, moin oder nur moin. Wir haben gelernt, moin, moin ist schon Gesabbel, also moin reicht. Und dann hatte ich gefragt, was sagt man in Friesland zur Verabschiedung und Doch, einfach tschüss. Tschüss.